Hey Chef, die Orthese verschiebt sich ganz komisch, wenn der Patient sein Knie beugt. Hä? Warum? Schaut doch alles super aus. Kommt euch das bekannt vor? Und was das liegen kann, schauen wir uns heute mal an. Schön, dass ihr euch heute wieder ein bisschen Zeit nehmt, mit mir ein paar interessante Effekte in der Orthopädie-Technik etwas genau anzuschauen. Und damit willkommen zum heutigen Video bei Gottit. Stundenlanges Arbeiten. Auftragen, abtragen, Maße überprüfen und schon ist es soweit. Eines der ersten Gipsmodelle ist fertig. Da kann man schon ein bisschen stolz sein. Schaut doch gut aus. Jetzt müssen nur noch die Gelenke drauf. Eine Runde gießen, ausschneiden, Kanten glätten und schon hat man die erste eigene Orthese in der Hand. Das sauberste im Gipsraum ist die neue Orthese. Aber das gehört dazu. Dann schauen wir mal, was der Lehrmeister zu unserem Schmuckstück sagt. Es schaut alles gut aus, bis auf eine Sache. Naja, genau genommen zwei. Die Position der Orthesengelenke stimmt nicht mit den vorher angezeichneten Gelenkdrehpunkten überein. Muss der immer so kleinkariert sein? Die Gelenke bewegen sich doch. Alles schaut sauber aus. Das ist doch egal, ob die ein bisschen weiter vorne, oben oder wo auch immer sind. Ist das wirklich so? Eins vorab. Es spielt durchaus eine wichtige Rolle, wo die Orthesengelenke positioniert werden. Warum ist es wichtig, die Drehpunkte richtig zu platzieren? Um das verstehen zu können, klären wir erstmal, was ein Drehpunkt überhaupt ist. Ein Drehpunkt ist, wie der Name schon verrät, ein Punkt, um den sich eine Linie, ein Maschinenteil oder wie hier ein Knie dreht. Eine kleine Vorwarnung. In diesem Video kommen die Wörter Drehpunkt oder Orthese ein- bis zweimal vor. Bei einem Drehpunkt wandert dabei das sich drehende Objekt auf einer Kreisbahn um den Drehpunkt herum. Beim Knie ist das nicht anders, nur dass wir dieses Gelenk natürlich nicht um 360 Grad beugen oder strecken können, ist auch klar. Deswegen bewegt sich der Fuß immer noch auf derselben Kreisbahn, jedoch nur in einem Ausschnitt des gesamten Kreises. Beim Anziehen der Orthese sehen wir jetzt, dass der Kniedrehpunkt der Orthese nicht mit dem physiologischen Kniedrehpunkt übereinstimmt. Auf schlau bezeichnet man diese Drehpunkte als inkongruent. Keine Panik, wir klären jetzt ganz genau, was dieser Begriff inkongruent bedeutet. Den ersten Teil des Videotitels haben wir schon geklärt. Wir wissen, was ein Drehpunkt ist. Das kennt man auch meistens aus dem Alltag. Und was bedeutet jetzt inkongruent? Weil wir mit der Orthese am Patienten nur wenig erkennen, stellen wir jetzt mal die Drehpunkte der Orthese und des Knies schematisch dar. Der blaue Punkt stellt den Kniedrehpunkt dar. Das Bein bewegt sich wie vorhin besprochen auf dieser Kreisbahn. Der orange Punkt repräsentiert den Drehpunkt des Orthesenkniegelenks. Diese zwei Drehpunkte sind inkongruent. Das heißt, sie sind an unterschiedlichen Positionen. Ja, so ein kompliziertes Wort für so ein einfaches Konzept. Inkongruent heißt einfach nicht gleich, an unterschiedlichen Orten. Das hat zur Folge, dass die Kreisbahnen, die um die Drehpunkte gezeichnet werden, sich auch in ihren Positionen unterscheiden. Logisch, oder? Wie wir vorhin gesehen haben, bewegt sich das Knie natürlich nicht auf einem ganzen Kreis, sondern auf einem Ausschnitt davon, weil wir das Knie meistens nicht um 360 Grad drehen können. Seht ihr, was davon die Folge ist? Die Strecken, auf denen sich der Fuß und das Orthesenfußteil bzw. die Unterhülse bewegen, unterscheiden sich. Die Orthese folgt dem Fuß nicht ganz genau und macht ihr eigenes Ding. Wenn man sich das jetzt am Bein an der Orthese genau anschaut, können wir herausfinden, was da passiert. Die Wege, auf denen sich der Fuß in der Orthese bewegen, sind ja praktischerweise schon eingezeichnet. Der Fuß folgt dem türkisen Kreis und die Orthese dem orangen. Somit stecken wir schon knietief in der Biomechanik von Orthesen drin. War das für euch eher eine Arschbombe oder ein gemütliches Hineinwarten in diese Thematik? Habt ihr euch schon mal damit beschäftigt? Ab in die Kommentare damit. Und schon haben wir uns selbst erschlossen, was bei so einem ungreifbaren Thema wie einer Drehpunktinkongruenz passiert. Die Orthese verschiebt sich am Bein des Patienten. Und genau das klären wir gleich. In unserem Beispiel mit einem zu weit dorsal oder hinten gelegenen Drehpunkt verschiebt sich die Unterhülse nach distal. Schaut mal ganz genauer auf die gezeichneten Kreisbögen. Die Winkel, in denen diese stehen, unterscheiden sich auch. Das hat zur Folge, dass sich die Orthese nicht nur verschiebt, sondern auch verkippt.
Na klasse, da ist ja gar nichts mehr, wo es hingehört. Wir wissen jetzt, dass sich die Orthese verschiebt. Aber wohin genau? Das wäre doch mal interessant zu wissen. Was passiert genau bei welchen Drehpunktpositionen? Das kann man sich auch herleiten, wenn man sich bei bekannten Situationen ein wenig umschaut. Ein Bild aufzuhängen kann schon mal ein interessantes Unterfangen sein. Was ist denn eins der berühmtesten Bilder, das ihr kennt? Also mir kommt sofort die Mona Lisa von Leonardo da Vinci in den Sinn. Nur was hat das jetzt mit Drehpunkten zu tun? Ganz einfach. Jeden Körper, jede Fläche kann man um mehrere Drehpunkte drehen. Und jedes Mal endet man an einer anderen Endposition. Welcher Pfuscher war denn da am Werk? Die Mona Lisa falsch aufgehängt. Das muss man erst mal schaffen. Also drehen wir das Ding mal um 90 Grad. Die Endposition markieren wir uns mal. Aber was ist, wenn wir den Nagel ein bisschen versetzen? Oder anders gesagt den Drehpunkt. Hauen wir mal unseren Nagel weiter rechts rein, in dieses unschätzbare Kunstwerk. Wenn wir das Bild jetzt um 90 Grad drehen, befindet es sich an einer anderen Position, als wenn man den Nagel mittig ansetzt. Das Bild ist nach rechts und nach unten versetzt. So, und was ist, wenn ich euch erzähle, dass das gleiche Prinzip bei Orthesendrehpunkten gilt? Dann wird das Ganze schon ein bisschen verständlicher, oder? Beim Knie und einer Knieorthese funktioniert das Ganze sehr ähnlich. Der orange Punkt und der orange Bereich repräsentiert das Knie mit dem dazugehörigen Bein. Wie das Bild winkeln wir das Ganze um 90 Grad ab. Beim türkisen Rechteck machen wir das gleiche wie mit dem Bild. Wir drehen es um einen Drehpunkt, der zu weit hinten liegt, und landen an einer anderen Endposition, obwohl wir im gleichen Bereich gestartet sind. Dann schauen wir uns das jetzt mal am Fuß an. Zur Erinnerung, hier in diesem Beispiel befindet sich der Orthesendrehpunkt zu weit hinten, also dorsal. Obwohl diese Darstellung ein wenig übertrieben ist, hilft sie, die Vorgänge dahinter besser zu verstehen. Beim Abwinkeln des Knies dreht sich der Unterschenkel um den Kniedrehpunkt und landet im Orangenbereich. Die Orthese dreht sich jedoch um den zu weit hinten liegenden Orthesendrehpunkt und landet im türkisen Bereich. Das hat zur Folge, dass die Unterhülse der Orthese sich nach distal und ventral verschiebt, wenn der Orthesendrehpunkt zu weit hinten bzw. dorsal ist. Wird das Ganze langsam ein bisschen verständlicher? Schauen wir uns mal an, welche Verschiebung bei einer anderen Drehpunktposition zu sehen ist. Durch weitere Beispiele wird das vielleicht noch ein bisschen klarer. Ein neuer Tag, ein neuer Pfusch. Und schon wieder hängt das Ding schief. Wie vorher drehen wir es mal gerade. Und zwar um den Nagel, der mittig vom Bild hängt. Was denkt ihr, was passiert, wenn wir den Nagel weiter vorne anstatt weiter hinten reinzimmern? Das Bild verschiebt sich wieder anders. Und zwar unterscheidet sich diese Endposition sogar von der des hinten eingeschlagenen Nagels. Und zwar um einiges. Jetzt verschiebt sich das Bild nach links anstatt nach rechts und nach oben anstatt nach unten. Also genau andersrum. Wie vorhin schauen wir uns das wieder schematisch und jeweils beim Fuß und der Orthese an. Bei einem Drehpunkt, der sich zu weit ventral befindet, verschiebt sich der türkise Bereich nach oben und nach links. Die Unterhülse der Orthese verschiebt sich auf dieselbe Weise, nach proximal und nach dorsal. Also genau andersrum, wie beim Drehpunkt, der zu weit hinten ist. Interessant. Wie schaut es jetzt bei einem Orthesen-Kniedrehpunkt aus, der sich zu weit oben oder unten befindet? Zurück zu unserem Museumsjob. Wir haben das Bild schon um einen Drehpunkt gedreht, der sich zu weit vorne und zu weit hinten befindet. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn sich der Drehpunkt zu weit unten befindet. Das war teuer. Einen schönen Nagel mitten durchs Bild. Naja, jetzt ist auch schon egal. Habt ihr es gesehen? Das Bild dreht sich hier einfach auf der Stelle, aber befindet sich relativ zum Ausgangsdrehpunkt weiter links und unten. Erkennt ihr da eine Systematik? Vielleicht ergibt sich da ein Bild. Das klären wir gleich. Ein zu weit distal geratener Orthesendrehpunkt am Knie kann leicht passieren. Ohne Fußteil oder eine schlechte Passform kann die Orthese rutschen. Was hat das zur Folge?
Die Unterhülse wandert nach proximal und ventral. Die Verschiebung der Unterhülse wirkt zum Glück dem Runterrutschen entgegen. Aber perfekt ist das auch nicht. Und nun zur letzten Drehpunktposition bei unserem Bild. Das letzte Spektakel für unsere Museumsbesucher. Ein letztes sauteures Loch im sauteuren Bild. Also was passiert, wenn wir das Bild um einen Drehpunkt drehen, der sich zu weit oben befindet? Das ist Qualitätsarbeit. Was meint ihr, wo das Bild landet? Als der Drehpunkt zu tief war, war das Bild am Ende weiter unten und weiter links. Und jetzt? Genau das Gegenteil. Weiter rechts und weiter oben. Das ist jetzt nur noch fürs Protokoll. Langsam wisst ihr, wie das Ding läuft, oder? Wenn der Drehpunkt zu weit oben ist, bewegt sich der türkise Bereich wie das Bild nach oben rechts. Überträgt man das nun auf die Orthese, sieht man, dass die Unterhülse bei einem zu weit proximal sitzenden Orthesendrehpunkt nach distal und dorsal wandert. Also, da hat sich aber eine Regelmäßigkeit gezeigt, oder? Dann schreibe ich das mal schnell auf, so bekommt man einen besseren Überblick. Wenn das Orthesengelenk zu weit dorsal ist, lässt das die Unterhülse nach distal und ventral wandern. Zu weit ventral nach proximal und dorsal, also genau in die gegensätzlichen Richtungen. Dasselbe Schema haben wir, wenn sich das Gelenk zu weit proximal und distal befindet. Wenn ihr genauer hinschaut, erkennt man, dass sich die Richtungen, in die sich die Unterhülse verschiebt, beim Ebenenwechsel durchtauschen. Deswegen sind die Richtungen zum besseren Verständnis auch in Türkis und Orange gefärbt. Daraus ergibt sich ein sehr interessanter Effekt. Zur Wiederholung. Hier seht ihr nochmal die verwendeten Körperrichtungen. Was passiert denn nun, wenn der Orthesendrehpunkt zu weit vorne und zu hoch ist? Weil wir uns die einzelnen Komponenten gerade erschlossen haben, können wir uns das selbst herleiten. Das Orthesengelenk befindet sich zu weit ventral und zu weit proximal. Also schräg rechts oben, mal salopp ausgedrückt. Wohin verschiebt sich jetzt die Unterhülse? Um das herauszufinden, kombinieren wir die Verschiebungen, die wir vorhin herausgefunden haben. Und? Habt ihr eine Idee? Proximal und distal sind jeweils Gegensätze und heben sich auf. Die zweifache Dorsalverschiebung verstärkt sich. Also wandert die Unterhülse bei dieser Orthesengelenkposition nach dorsal. Und das ziemlich stark. Mit dem gleichen Vorgehen können wir uns alle anderen Verschiebungen erschließen. Ein Gelenk, das sich zu weit dorsal und proximal befindet, lässt die Unterhülse nach distal wandern. Und bei einem Gelenk, was sich zu weit distal und dorsal befindet, dann verschiebt sich die Unterhülse stark nach ventral. Und an dieser Position stark nach proximal. Das ist nicht optimal, das ist klar. Aber kann das einem Patienten auch schaden? Wann will man wirklich keine Verschiebung nach ventral und dorsal? Zum Beispiel bei einer Kreuzbandverletzung. Behaltet das im Hinterkopf. Eine KAFO besteht ja nicht nur aus einer Unterhülse. Verschiebt sich die Oberhülse eigentlich auch? Achtung Spoiler! Ja. Und zwar nach den gleichen Prinzipien wie die Unterhülse. Nur befindet sich die Oberhülse über dem Drehpunkt. Das kauen wir jetzt aber nicht nochmal durch. Ihr wisst ja jetzt, wie das funktioniert. In der Videobeschreibung findet ihr eine Liste, in der die jeweiligen Verschiebungen der Oberhülse und Unterhülse aufgelistet sind. Vielleicht hilft euch das ja mal. Dann hat es sich schon gelohnt. Wir haben bei einer KAFO ja meist noch ein Gelenk, oder? Was passiert eigentlich, wenn das OSG-Gelenk der Orthese auch an der falschen Position ist? Am Fuß haben wir eine Beweglichkeit in die Dorsalextension und Plantarflexion. Dann schrauben wir das OSG-Gelenk der Orthese mal nach proximal. Jetzt schaut mal ganz genau auf das Gelenk. Wohin wandert es, wenn sich der Fuß bewegt? Bei einer Plantarflexion bewegt es sich nach ventral und bei einer Dorsalextension nach dorsal. Wenn, aber nur wenn, sich das Gelenk zu weit distal befinden würde, dreht sich dieser Effekt um, wie beim Knie. Aber das skippen wir mal.
Das kommt im Alltag sehr, sehr selten vor. Wie schaut's aus, wenn das Gelenk zu weit vorne ist? Bei einer Plantarflexion bewegt es sich nach distal und bei einer Dorsalextension nach proximal. Wenn dann die Unterhülse noch mit dem Gelenk verbunden ist, wird auch die in die gleiche Richtung wie das Gelenk gedrückt und kann Probleme verursachen. Jetzt testen wir mal, wer gut aufgepasst habt. Wohin verschiebt sich das Gelenk, wenn es sich zu weit hinten, also dorsal, befindet? Genau, in die entgegengesetzte Richtung. Ein weiteres Mysterium der Orthopädie-Technik haben wir wieder ein bisschen weniger mysteriös gemacht. Aber dafür nicht weniger interessant. Wenn ihr Themenwünsche für zukünftige Videos habt, schreibt die einfach unten rein. Dafür sind die Kommentare da. Hoffentlich konnte ich euch bei diesem doch komplexen Thema ein bisschen unter die Arme greifen. So, fleißig waren wir heute. Dann bis zum nächsten Mal. Zu Gottet.